Ja, hallo liebe Leute, willkommen bei einem neuen Tutorial zu FreeCAD. Ist ein bisschen her, dass ich da das letzte Tutorial gemacht habe. Das war jetzt auch gerade der Versionsumbruch. Das heißt, die 19er Version ist die aktuelle geworden und die 19er Version hat, wenn man da eben mit den Helixen arbeitet für das Gewinde, doch einige Probleme. Ich möchte heute mal versuchen, wie es denn mit der 20er Version aussieht, also der jetzt aktuellen Entwicklerversion. Und da können wir gerade mal hier reinschauen über FreeCAD. Also wir haben heute den 25. Juli, die Version ist vom 17. Juli. Also das sind die Weekly Builds, die man sich da laden kann. Und dann legen wir einfach mal los. Gewinde, das Nette an dieser Helix-Funktion ist, dass man halt beliebige Gewinde konstruieren kann. Wenn man also etwas für einen 3D-Druck konstruiert, dann ist es nicht unbedingt sinnvoll, sich auf irgendwelche Normen zu verlassen, was Gewinde angeht, weil man möchte etwas drucken, möglichst zwei Teile zum Beispiel, eine mit dem Innen-, eine mit dem Außengewinde, die man dann halt zusammenschrauben kann. Ob das nun ein hast du nicht gesehen, Gewinde ist, das spielt da wenig Rolle. Wichtig ist, dass es funktioniert und druckbar ist. Und wie man sowas macht, das möchte ich euch hier zeigen. Ich mache einfach mal eine runde Dose mit einem Deckel, den man draufschrauben kann und wie man sowas, wie ich sowas halt beginnen würde. Also erstmal fangen wir an mit einer neuen Datei. Wie gesagt, das habe ich nicht vorher vorbereitet hier. Das ist wirklich ein Sprung ins kalte Wasser. Mit den Helixen habe ich natürlich gearbeitet in der 19er, aber das ist die 20er Version, habe ich gerade eben runtergeladen und ich versuche es einfach mal. Gut, wir fangen an mit mit der runden Dose. Die muss ja nicht wirklich, ich sag mal, eckig rund sein, sondern das kann auch ein bisschen eine schöne Form haben, sodass man das vielleicht auch jemandem drucken kann, der sich daran erfreut. Also, wie machen wir das? Ich würde sagen, wir machen rotiere die ausgewählte Skizze, das heißt einen sogenannten Rotationskörper, und dafür müssen wir erstmal eine Kontur konstruieren. Das machen wir erstmal einen Körper, den können wir jetzt schon mal direkt benennen. Sollte man sich eigentlich immer angewöhnen, das zuerst zu machen. Und wie heißt das Teil? Das heißt halt Dose. So, die Dose, die hat hier ihr Koordinatensystem. Das hier ist die Aufsicht und auf dieser Ebene hier, da möchte ich meine Kontur zeichnen. Das heißt, einmal selektiert und jetzt haben wir hier die Zeichnung offen. Wie fangen wir an? Ich würde sagen, erstmal mit dem Boden. Das heißt, den Boden, da machen wir einfach eine Linie hier unten rein. Vom Mittelpunkt nach da. Und dann können wir uns hier mal, wir können jetzt die Ebenen auch schon wieder ausblenden. Dann können wir uns mal schauen, wie groß ist denn das hier. Das sind 35 mm, 3 cm. Das ist ein Radius. Ich nehme jetzt mal so eine Schieblehre und dann gucken wir uns das mal an. Na, das könnte ruhig 50 sein. Machen wir 50 und dann wollen wir hier dann einen, obwohl, ja, so weit muss das unten nicht aufstehen. Die Dose soll so breit werden und der Aufstandsteck kann ruhig, da können wir ruhig 30 nehmen, also 15. Also 15, das ist der Aufstand. Dann kommt hier jetzt die Dose dran. Ich kann mir hier mal so eine Linie hinzeichnen, die machen wir schön blau. Und bemaßen wir von da nach da. Was haben wir da? Da mache ich jetzt mal die minus 50. So, also so breit soll das werden. Hoch möchte ich das Ganze 70 haben. So, du wirst auch blau. Und noch ein Maß dahin. Und das sind 70.
Das können wir hier so reinfahren. Also so. Und hier oben wird das wieder ein bisschen schmaler. Dann mache ich jetzt einfach ein Spline. Das lassen wir hier beginnen. Ziehen wir und lassen wir bis dahin laufen. Und dann bemaße ich einfach mal das Maß hier. Was ist wichtig, dass wir das wissen? Das machen wir minus 25. So, jetzt kann man hier die hier so rüberziehen. Dass es so ungefähr das Maß kriegt. Okay. Schließen wir. Beziehungsweise, ne, das war nicht richtig. Wir schließen es nicht. Ich möchte jetzt hier oben, da kommt ja jetzt noch ein Deckel drauf, also muss hier auch noch was da hochgehen. Das machen wir mit der Funktion hier. Von diesem Punkt hier geht es nach da. Dann geht es nach. Im Prinzip kann ich das so machen. Wir machen es einfach mal zu und versuchen mal, ob die Aufdecken-Funktion vernünftig funktioniert. Und dann ziehen wir das hier nach da unten. So, das ist jetzt unsere Kontur. Dann bemaßen wir das hier noch. Was haben wir da? 4, dann machen wir mal 10. Und das haben wir ja bemaßt. Okay. So, das möchte ich jetzt, da möchte ich einen Rotationskörper rausmachen. Einmal anklicken und schon ist der Rotationskörper fertig. Und dann versuchen wir mal, ob man das mit Aufdecken machen kann. Das heißt, ich beende das hier. Wir selektieren diese Fläche und das ist diese Funktion hier, die heißt Erzeugen eines aufgedickten Volumenkörpers. Ja, das geht. 1 mm Materialdicke. Kann man so stehen lassen. Okay, jetzt haben wir hier den Körper. Das heißt, wenn ich den hier jetzt anschaue, das waren ja hier 50 plus ein da, plus ein da. Also 52 ist das Maß hier. Vielleicht gebe ich dem ein bisschen mehr Materialdicke. Machen wir das mal 2 daraus. Wieder ein bisschen rechnen. Und jetzt haben wir 2 mm. Das heißt, ich kann hier jetzt ein Gewinde reinschneiden. Und da gehen wir in die Seitenansicht und überlegen uns, das sind ja 10 mm hoch. Und das sind jetzt hier das Maß zu dem Maß, das sind halt 50 plus 4, also 54 mm. So, ich mache mal die Achsen wieder an und wir überlegen uns, wie wir da jetzt das Gewinde produzieren. Das heißt, wir erzeugen erstmal eine neue Zeichnung auf dieser Fläche hier. Da kommt auf dieser Fläche neue Zeichnung. Und dann da möchte ich das ja hinhaben. Dann klicken wir einmal hier hin, dass wir das wirklich so sehen, wie es ist, also als Schnitt. Und dann zeichne ich hier erstmal mit dieser Funktion das Schnittobjekt rein, also die Kontur. So, so, so. So und so. So, und jetzt wird das Ganze noch entsprechend bemaßt. Also, ich möchte eine Steigung von 2 mm haben. Deshalb mache ich dieses Maß hier nicht 2 mm, sondern 1,9 mm. So, dann
die beiden, die werden bitte senkrecht zueinander. Und dann zeichnen wir hier noch, das können wir einfach so machen, das Maß hier, das wird 1,9 durch 2 und dann haben wir das Maß, da möchte ich eine waagerechte Bemaßung haben, das wird 1 mm. Das Maß hier, das werden die 54 durch 2, minus 27, aber wir können das auch hier minus 54 geteilt durch 2. Und das Maß muss ja hier gar nicht groß sein. Das machen wir einfach mal 0,1 mm. So, das wäre jetzt das Objekt, mit dem ich da reinschneiden möchte. Und die Achse ist fest, aber ich kann auch hier immer eine Achse einzeichnen. Das heißt, die lassen wir von da nach da gehen und machen die zu einer Konstruktionslinie. Das wäre jetzt die Achse, um die das gedreht werden soll. Schließen das Ganze. Und jetzt lasse ich da das Gewinde reinschneiden. Das heißt, ich wähle die Zeichnung aus, eine Helix abziehen. Das heißt, gewählte Skizze entlang einer Wendel austragen und vom Körper abziehen. So, dann machen wir das einfach. Einmal anklicken. Da sieht man, wie es aussieht. Wir wählen die Steigung aus 2 mm. Ich wähle die Konstruktionslinie 1 und gebe noch an, wie hoch das Ganze werden soll. Das steht jetzt hier auf 7,24 mm. Das heißt, wir können uns das hier mal anschauen. Wo hört er auf? Da hört er auf. Das können wir eigentlich noch ein bisschen weitermachen. Das heißt, da machen wir mal 10 raus. So, dann alles andere ist soweit okay. Also okay drücken und warten. So, das scheint ganz gut geklappt zu haben. Das heißt, ich habe hier oben ein Gewinde drauf gezaubert und da können wir jetzt einen Deckel drauf konstruieren. Den Deckel, da machen wir das hier erstmal weg. Ich mache einen neuen Body, der heißt jetzt Deckel. Und den machen wir auch per Rotationskörper. Das heißt, einmal theoretisch könnte ich aber auch eine hier eine Datum Plane oder Bezugsebene heißt er in Deutsch, da oben drauf machen und den Deckel da als kreisrundes Objekt drauf machen. Was machen wir? Ich denke, ich mache einen Rotationskörper. Das heißt, ich wähle die Ebene, das ist diese hier, und eine neue Zeichnung. Dann machen wir die Dose wieder an und wir zeichnen hier erstmal ein Rechteck. Das mache ich nicht mit Rechteck. Machen wir es ruhig richtig. So, das heißt, da lassen wir den Deckel beginnen. Dann geht er bis da nach unten. So, dann geht er so. Dann geht er wieder hoch. Und dann geht er dahin. Und endet da. So, jetzt müssen wir uns da noch ein paar Maße überlegen. Das heißt, erstmal das hier. Das wird bitte da drauf
angepasst. So, das Maß können wir schon mal festlegen. Da machen wir ruhig mal 3 mm. Soll der Deckel oben das so haben. So, das Maß hier. Das ziehen wir jetzt so da dran. Ja, wir maßen das hier mal. Was haben wir da? 27. Da machen wir mal 28. Nee. 27,8. 27,2 natürlich. So, das war zu knapp. 27,4. Ja, passt mir. So, dann haben wir das Maß hier. Das machen wir einfach mal 3. Ist vielleicht ein bisschen zu grob. So, der wird erstmal waagerecht und das Maß machen wir nur 2. So, das wäre mein Deckel. Das heißt, ich kann den schließen. Wir machen hier raus einen Rotationskörper und das ist der Deckel. So, den Deckel, den machen wir jetzt. Moment, dann können wir einmal OK klicken und den Deckel, den ändern wir in der Darstellung ab. Und zwar, der wird bitte transparent, damit man da so richtig schön reingucken kann. Und die Dose kann man eigentlich auch ein bisschen transparent machen. So, und dann hier schließen. Seitenansicht. Und jetzt geht es darum, hier das Gewinde drauf zu zaubern. Da zeichne ich erst einmal das, was ich jetzt hier so reinragen lassen möchte. So, wo bist du? Zeichnung. Das heißt, das machen wir wieder auf dieser Ebene hier. Und neue Zeichnung. Wieder so, wie wir es vorhin gemacht hatten. So, 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 so. So, das wird natürlich senkrecht. Das kriegt ein Maß auch von 1,9. So, der ist bitte auch waagerecht. Die sind senkrecht verbunden. Und dann können wir das jetzt hier so platzieren. So, das Maß zu dem hier, das werden auch die vorhin schon genutzten 1,9 durch 2. Jetzt kann man den hier verschieben und kann sich überlegen, wie soll das denn aussehen. Okay. Ich bemaße jetzt erst einmal das hier, waagerecht. Und das machen wir einfach mal 1 mm. Jetzt fahren wir den hier so, wie wir meinen, dass der soll. Das Maß, das können wir ruhig wieder die 0,1 machen. Jetzt haben wir den hier so dranhängen. Man kann sich überlegen, ich mache jetzt eine Hilfslinie da rein. Und zwar die hier. Und die fixiere ich einmal. Das ist, glaube ich, jetzt das hier. Genau. Und das Maß zu dem, das ist mal 3 mm. Das machen wir mal 0,5. Das ist vielleicht ein bisschen viel. 0,4. Und jetzt will ich ja nicht das Gewinde so unten überstehen lassen. Das heißt, ich ziehe das jetzt einfach hier rein in den Deckel, dass es da so reinragt.
Und dann sind wir damit fertig. Ich mache noch die obligatorische Konstruktionslinie rein. Das ist die hier. Die ist auch eine Konstruktionslinie. Und die können wir, glaube ich, auch benennen. Das können wir gleich sehen. Okay. So, das soll das Gewinde werden. Schließen das Ganze und machen daraus ein addierendes Gewinde. So, dann haben wir hier Konstruktionslinie 1 und 2, müsste eigentlich 2 sein. Und da kommt jetzt die Sache, die mich da so ein bisschen wundert. Ich mache die Dose mal erstmal, klicken wir erstmal okay. Ich mache die Dose unsichtbar. So, warum geht er jetzt nach unten? Das weiß keiner. Ja. Schauen wir uns das nochmal an, den Sketch. Ich lösche die mal raus. Machen eine neue rein. Unten anfangen nach oben. Schließen das Ganze. Jetzt geht es nach oben. Okay, gut, schon besser. Die additive Helix wird auch eine Steigung von 2 mm. Und das Maß hier, das können wir jetzt so nach oben setzen. Beziehungsweise, man merkt hier, da jetzt kommt da oben raus. Ist natürlich nicht so gewünscht. So hoch muss es gar nicht. Gehen wir wieder einen runter. Es fährt also hier in den Deckel rein. Und jetzt können wir da einfach OK sagen. Die Dose wieder aktiv machen. Okay, das ist jetzt der Deckel und der kann man jetzt da aufschrauben. Kann sich das jetzt von der Seite anschauen. Vielleicht hier beim Deckel noch den Sketch hier, diesen Sketch hier anzeigen lassen. Okay, der würde so vielleicht nicht ganz oben drauf geschraubt werden. Also können wir uns die Zeichnung hier nochmal anschauen. Und das Maß hier, ist das überhaupt fest? Ne, es ist nicht fest. Das heißt, ich ziehe das jetzt hier so, dass es dann wirklich da aufgeschraubt wird. Und dann können wir das Maß hier 8,2 mache ich das einfach mal. Und wir schließen das Ganze. Und jetzt haben wir den Deckel, der dann auch, wenn er da drauf geschraubt wird, oben platt abschließt. So, dann sind wir fertig. Hat alles soweit geklappt. Hat mich ein bisschen gewundert. Also wie gesagt, bei den Konstruktionslinien, die man, wenn man die benutzt für die Helix-Konstruktion, für diese Gewindekonstruktion, da muss man ein bisschen mit rumspielen. In der 19er ist mir das auch einmal, hat das so funktioniert und dann wieder nicht. Werde ich ein bisschen im Auge behalten. Jetzt zum Drucken, Exportieren. Man geht einfach her, markiert das Objekt, drückt STRG E und dann wählt man hier aus, das ist standardmäßig auf das letzte eingestellt, STL-Mesh. Er nimmt dann die Dateinamen, das ist im Moment umbenannt. Das heißt, ich speichere das erst einmal, speichern unter, habe ich so ein berühmtes Verzeichnis, das heißt FreeCAD mit großen Buchstaben. Dann mache ich das meist, dass ich das mit dem Datum mache. Also wir haben 2021 07 25 Strich und das ist TUT Helix 20 und dann nennen wir das Ganze auch TUT Helix. So, jetzt nochmal die Dose selektieren, STRG E, TUT Helix Dose, speichern, dann den Deckel selektieren, STRG E, dann exportiert er den Deckel und
So, Cura ist gestartet und ich kann jetzt einfach mal was importieren. So für zwischendurch. Wenn euch solche Videos hier gefallen, so lasst auch gerne ein Abo da und klickt auch gerne auf die Glocke, wenn ihr da halt über neue Videos informiert werden möchtet. Und ich importiere jetzt erstmal oder lade die entsprechende STL-Datei. Cura ist ein bisschen gemächlich, vor allen Dingen, der zeigt das Verzeichnis ja manchmal erst wesentlich später an. Er speichert, das ist ein App-Image, irgendwie speichert der nicht, wo ich vorher drin war. Ist leider so. Also ich wähle jetzt FreeCAD aus und dann gehen wir hier nach unten. Dann habe ich hier TutHelix 20 und da haben wir unsere beiden Dateien. Also fangen wir an mit der Dose. Da ist die Dose. So, man sieht hier, die Auflösung beim Export, die war nicht sonderlich groß. Deswegen ist das so ein bisschen scheckig. Will man das nicht haben, das können wir gerade nochmal machen. Gehen wir nochmal zurück auf FreeCAD. Dann mescht man die Sachen einfach. Das heißt, ich gehe auf die Dose, wechsle hier in Mesh Design. Dann kann ich hier auswählen, ich möchte die Form tessellieren. Hier wird ausgewählt, in welcher Winkelabweichung, mit welcher Flächenabweichung und dann einfach OK klicken. Das wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, deswegen wird das wahrscheinlich beschleunigt. So, das war das erste Objekt, was er jetzt hier zu einem Mesh gemacht hat. Das heißt, die Dose kann ich jetzt hier erstmal unsichtbar machen. Und da haben wir unser Mesh und das ist jetzt wesentlich feiner aufgedröselt. Den Deckel, den kann ich eigentlich so nehmen, weil da fällt das kaum auf. Wobei, das machen wir auch mal. Gucken, machen wir den Deckel auch noch. Also der wird auch tesselliert. Da stelle ich jetzt aber mal hier 0,4 und 2 Grad ein, damit es ein bisschen schneller geht. Und da ist der Deckel fertig. Machen wir den Deckel mal unsichtbar und schauen uns den einfach mal an. Oder wir können es einfach mal in Cura jetzt importieren. Das heißt, ich exportiere die jetzt nochmal hier. Die Dose, die heißt jetzt Dose Meshed. Kann die also hinterher nach dem Export gut unterscheiden, wenn wir sie in Cura reinholen. Und das wird auch exportiert. Und dann wieder zu Cura. Importieren. Ich nehme erstmal die Dose. Das ist die hier. Da sieht man, die ist 29 Megabyte groß. Die Dose Original, die war nur 1 Megabyte. Also das ist schon ein Unterschied. Und da hat er jetzt auch ein bisschen mehr zu laden. Natürlich wirkt dadurch auch das Gewinde feiner. Obwohl, ich denke nicht, dass es eine große Unterschiede macht. So, da ist die Dose drin, fehlerfrei. So wie es ausschaut, kann sich hier das Gewinde anschauen. Bis da geht das. Und dann können wir das Ganze slicen. Gucken wir uns das Slicing-Profil mal kurz an. 0,24 mm ist die Schichtdicke. So, Wände, Wandlinien, oben, unten. Obere Schichten, untere Schichten 4. Füllung 25% und Füllmuster Gyroid. Material 215 Grad. Ich drucke viel im Moment mit so, wie heißt es, Silk-Material. Das muss so viel Grad haben. Normal wird da 195 stehen. Und dann haben wir hier Geschwindigkeit 100 mm. So, das können wir auch so stehen lassen. Wichtig ist bei der Kühlung hier Mindestzeit für Schicht 15 Sekunden. Das heißt, dass er nicht zu schnell druckt, wenn also wenn wenig zu drucken ist. So, Mindestgeschwindigkeit kann man auf 0 stehen lassen. Habe ich noch nie Ärger mit gehabt. Und Stützstruktur brauchen wir in dem Fall überhaupt nicht. Gut, Druckplattenhaftung nur ein Skirt und sonst brauchen wir nichts. Also wir lassen es einfach slicen.
Da hat er auch was zu tun bei diesem großen Objekt hier. Und dann können wir uns das in der Vorschau anschauen. So, da sieht man, wie er da das dann druckt. So, da druckt er 2 Stunden dran. Wird ein bisschen länger dauern. Cura ist da immer ein bisschen optimistisch. Also auf Festplatte speichern und machen wir ein neues Verzeichnis hier. Nehmen wir mal Dose. Und dann können wir das löschen, den Deckel reinholen. Dann nehmen wir Deckel Meshed. Wobei dann nämlich fast besser den hier, weil der ist doch ein bisschen zu klein geworden. Nehmen wir ruhig den Deckel hier. So, dann gehen wir wieder in die andere Ansicht. Der wird natürlich nicht so gedruckt. Den drehen wir einmal rum. Schwupp. 180 Grad gedreht. Einmal daneben klicken und da sehen wir, das ist relativ grob. Ich kann noch mal hier reingehen, den Deckel noch mal neu tessellieren lassen mit 0,2 und 1. Holen uns den auch mal gerade noch rein. Also in Cura wieder, schmeißen wir den mal raus und nehmen den nächsten. So, das ist Deckel Mesh 001. Müsste eigentlich der sein. Ja, der ist wieder ein bisschen besser von der Auflösung. Drehen wir den mal rum und slicen den auch. Vorschau. Einmal hier hinklicken, dass die Bearbeitungssymbole da weggehen. Der braucht nur 30 Minuten im Druck. Können wir auch speichern. Und jetzt kann es ans Drucken gehen. Okay, drucken werde ich das nur, wenn es meiner Frau gefällt, wenn die das haben will. Ansonsten mache ich das nicht. Das wäre einfach Materialverschwendung. Aber wer sowas machen möchte, der kann das gerne, also solche Gewinde erzeugen und dann auch drucken lassen. Da sehen wir, wie er hier dieses Gewinde darum druckt und dann hat man hinterher eine schöne Dose mit einem Deckel, den man gut festschrauben kann. Okay, das war's zu diesem Tutorial. Würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Und dann wünsche ich alles Gute und bis zum nächsten Tutorial von Tutorius. Beim nächsten Mal, ich denke, ich werde noch ein englisches Video machen zu dieser Autokarossenkonstruktion und mir überlegen, was ich noch mit FreeCAD weiter basteln kann. Tschüss!